Lektion 1. Reiseerlebnisse. Sind Sie auf Ihren Reisen jemals auf unerwartete Situationen gestoßen? In der Tat. Einmal hatte mein Gepäck 2 Tage Verspätung. Es war ein ziemliches Abenteuer. Oh nein, wie bist du ohne deine Sachen zurechtgekommen? Ich kaufte ein paar wichtige Dinge und verließ mich auf meine großzügigen Reisebegleiter. Das klingt nach einer Geduldsprobe. Zum Glück ist am Ende alles glatt gelaufen, hoffe ich. Ja, Gott sei Dank. Die Erfahrung hat mich gelehrt, immer ein Ersatzoutfit in mein Handgepäck zu packen. In der Tat eine weise Lektion. Reisen können unberechenbar sein, aber das trägt oft zur Geschichte bei. Ganz gewiss. Jeder Schluck auf kann später zu einer lustigen Anekdote werden. Ich stimme zu. Hast du irgendwelche bevorstehenden Reisen geplant, auf denen du mehr Geschichten schreiben kannst? Lektion 2. Wunschdenken. Wenn du 3 Wünsche hättest, was würdest du dir wünschen? Das ist eine zum Nachdenken anregende Frage. Ich wünsche mir Gesundheit und Glück. Das sind hervorragende Entscheidungen. Aber was wäre dein 3. Wunsch? Im Idealfall würde ich mir wünschen, auch anderen helfen zu können, ihre Träume zu verwirklichen. Das ist ein wunderschöner Wunsch. Wie selbstlos von dir. Ich glaube, andere hochzuheben bringt einem oft wieder Freude. Ganz richtig. Wenn ich 3 Wünsche hätte, würde ich wahrscheinlich etwas Ähnliches wählen. Was würden Ihre Wünsche beinhalten? Ich wünsche mir globalen Frieden, nachhaltige Technologie und eine Welt voller Freundlichkeit. Lektion 3. Morgenrituale. Ich habe verstanden, dass ich mindestens 2 Tassen Kaffee brauche, um richtig aufzuwachen. Ich kann das nachvollziehen. Der Morgen kann ohne einen Koffeinschub ziemlich herausfordernd sein. In der Tat. Was ist dein Lieblingskaffee? Ich genieße morgens einen reichhaltigen Espresso. Er weckt meine Sinne. Eine klassische Wahl. Ich bevorzuge einen aromatisierten Latte. Er verleiht meiner Routine ein bisschen Freude. Das klingt köstlich. Vielleicht könnten wir eines Morgens zusammen ein neues Café erkunden. Was für eine großartige Idee. Das Probieren verschiedener Kaffeemischungen kann ein ziemliches Abenteuer sein. Einverstanden. Kaffeeverkostungen haben das Potenzial, versteckte Juwelen zu entdecken. Und zu unserem Kaffee können wir natürlich Gebäck probieren. Lektion 4. Basil, Bliss. Haben Sie schon einmal versucht, frisches Basilikum für Ihre Nudelsauce zu verwenden? Unbedingt. Frisches Basilikum verwandelt den Geschmack vollständig. Es wird eine entzückende Symphonie. Ich stimme voll und ganz zu. Ich glaube, es ist wichtig, es im Geschäft abzuholen. In der Tat. Sollen wir ein paar Tomaten und Knoblauch dazugeben, wenn wir schon dabei sind? Das klingt perfekt. Ich sorge dafür, dass die Tomaten reif und würzig sind. Hervorragend. Aus den Zutaten wird eine wunderschöne Maria entstehen. Ich meine Soße. Manchmal wünschte ich wäre Koch in einem schicken Restaurant. Oh je, ich kann mir dein kulinarisches Meisterwerk schon vorstellen. Ein episches Basilikumgericht. Nun, das wäre ein Restaurant, das ich gerne besuchen würde. Lektion 5. Binden von Brettspielen. Ich glaube, Kontakte knüpft man am besten bei ein paar Brettspielen, findest du nicht? Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Welche Brettspiele machen dir am meisten Spaß? Ich mag Catan aufgrund seiner strategischen Elemente sehr. Was ist mit dir? Ticket to Ride ist herrlich. Nichts ist vergleichbar mit dem Aufbau eines Eisenbahnimperiums. Oh ja, die Aufregung, eine Route für sich in Anspruch zu nehmen, ist berauschend.
Ich spiele es oft mit Freunden. Die Konkurrenz ist hart und doch freundlich. Nichts geht über eine kleine spielerische Rivalität, um den Spaß zu steigern. Genau. Außerdem führt es danach in der Regel zu amüsanten Geschichten. Ganz gewiss. Ich erinnere mich an einmal, als ein Spiel fast in einer Debatte über einen verlegten Zug endete. Lektion 6. Motivation ist wichtig. Wie bleibst du motiviert, deine Ziele zu erreichen? Das ist eine gute Frage. Ich setze oft kleine, erreichbare Meilensteine. Ein kluger Ansatz. Kleine Siege zu feiern hilft sicherlich dabei, die Motivation aufrechtzuerhalten. Das tut es. Außerdem umgebe ich mich mit positiven Einflüssen. Ah ja, positive Umgebungen beflügeln ehrgeizige Köpfe. In der Tat. Manchmal belohne ich mich mit einer Belohnung, wenn ich ein Ziel erreicht habe. Leckereien dienen oft als hervorragende Motivation. Genau. Es fühlt sich an wie eine kleine Erfolgsfeier. Vielleicht sollte ich mich nach Erreichen meines nächsten Meilensteins mit Pizza belohnen. Lektion 7. Ausgewogenes Leben. Halten Sie sich an einen bestimmten Diätplan, um das Gleichgewicht in Ihrem Leben aufrechtzuerhalten? Ja, ich strebe eine Ernährung an, die reich an Gemüse und Vollkornprodukten ist. Das ist vernünftig. Ich glaube, das Ausbalancieren der Nährstoffe ist der Schlüssel zum allgemeinen Wohlbefinden. Genau. Mäßigung ist wichtig und ich genieße eine Vielzahl von Lebensmitteln. Was ist mit Leckereien? Sicherlich gönnen Sie sich hin und wieder etwas? Natürlich. Ein bisschen Schokolade trägt wesentlich dazu bei, das Glück aufrechtzuerhalten. Ein Leben ohne Schokolade klingt viel zu langweilig. In der Tat. Es ist wirklich die Würze des Lebens. Was ist mit dir? Ich versuche das Gleichgewicht zu halten, aber Pizza versucht sicherlich, meine Entscheidungen zu beeinflussen. Lektion 8. Grundlagen der Buchung. Was sollten Sie beachten, bevor Sie eine Buchung für eine Unterkunft abschließen? Kommunikation ist der Schlüssel. Wichtige Details kläre ich immer mit dem Besitzer ab. Das klingt klug. Das beseitigt Missverständnisse, nicht wahr? Unbedingt. Ich möchte lieber genau wissen, worauf ich mich einlasse. Ein kluger Ansatz. Wenn Sie die Regeln verstehen, können Sie sich vor potenziellen Kopfschmerzen schützen. Und es ermöglicht Ihnen, Ihre Reise ohne Überraschungen zu genießen. Welche Frage stellst du dem Besitzer immer? Ich erkundige mich oft nach Ihren Stornierungsbedingungen. Man weiß nie. Das ist in der Tat unerlässlich. Reisepläne können sich unerwartet ändern. Lektion 9. Die Herausforderung der alternden Bevölkerung. Die Herausforderungen, mit denen die alternde Bevölkerung in verschiedenen Ländern konfrontiert ist, sind ziemlich tiefgreifend, nicht wahr? Unbedingt. Mit steigender Lebenserwartung steigt auch die Komplexität der Pflege. Es stellt sich die Frage, ob die derzeitigen Gesundheitssysteme diese Bevölkerungsgruppe angemessen unterstützen können. Ja, und die Belegschaft muss sich auch an ältere Menschen anpassen. Ein gültiger Punkt. Welche innovativen Lösungen könnten Ihrer Meinung nach der Alterungskrise begegnen? Vielleicht könnte ein Fokus auf altersgerechte Gemeinschaften ein gesünderes Altern fördern. Das ist eine interessante Perspektive. Generationenübergreifende Programme könnten auch soziale Verbindungen fördern. Genau. Denken Sie also, dass Technologie eine Rolle bei der Unterstützung älterer Menschen spielen kann? Ganz gewiss. Von Telemedizin bis hin zu Smart-Home-Geräten. Die Möglichkeiten sind riesig. Lektion 10.
das Transportgespräch. In geschäftigen Städten ist der Verkehr normalerweise lebendiger und lebendiger. Denkst du nicht? Ich stimme dir zu. Städte sind wie komplizierte Netze von Bewegung und Konnektivität. Gibt es außerdem spezifische kulturelle Normen in Bezug auf den Transport, die sich von Ort zu Ort unterscheiden? Ganz gewiss. In einigen Kulturen ist es zum Beispiel üblich, Mitreisende zu begrüßen, während andere schweigen. Interessant. Vielleicht erklärt das, warum ich mich in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Paris völlig verloren fühlte. Ja, die Stille kann für jemanden, der früher geplaudert hat, ziemlich verblüffend sein. Und erinnerst du dich an die Zeit, als ein Vogel beschloss, mit uns im Bus zu fahren? Ah ja, das war ein ziemliches Spektakel. Der Vogel schien eher ein Pendler zu sein als wir. Es hat die Fahrt auf jeden Fall verbessert. Aber stellen Sie sich die kulturelle Verwirrung vor, wenn das in einer ruhigeren Stadt passiert wäre. Lektion 11. Clean Sweep Pläne. Während wir uns auf unser Treffen vorbereiten, werde ich, glaube ich, vorher die Küche und das Badezimmer putzen. Ja, ich werde dafür sorgen, dass ich dasselbe tue. Unbedingt. Eine saubere Umgebung gibt den richtigen Ton für den Anlass an. In der Tat. Es ist etwas Erfüllendes, einen Raum aufzuräumen. Es ist vergleichbar mit der Schaffung einer einladenden Atmosphäre. Sehr wahr. Ein gepflegter Ort hebt die Stimmung, wie ein heller Strauß frischer Blumen. Oh, wie herrlich. Ich liebe Blumen. Sie verleihen auf jeden Fall Lebendigkeit. Genau wie eine aufgeräumte Küche bringen sie Leben in den Raum. Haben Sie eine bestimmte Reinigungsstrategie? Ich ziehe es vor, eine Checkliste zu erstellen. So verpasse ich keine noch so versteckte Stelle. Sie sind also ein akribischer Planer. Ich bewundere diese Qualität. Lektion 12. London im Wandel der Zeit. Die Stadt London ist zweifellos eine der bekanntesten Städte der Welt. Stimmst du zu? Unbedingt. Es hat eine reiche Geschichte voller Bedeutung. In früheren Jahrhunderten war es das Epizentrum von Handel und Kultur. In der Tat. Es ist ziemlich erstaunlich, an die historischen Ereignisse zu denken, die sich dort abgespielt haben. Ganz richtig. Das Kopfsteinpflaster muss Geschichten von Königen und Königinnen flüstern. Ich kann mir nur vorstellen, welche Geschichten sich unter ihnen verbergen, als sich die Stadt im Laufe der Jahrhunderte weiterentwickelt hat. Ja. Es wäre faszinierend, die historischen Orte nachts zu erkunden und zu spüren, wie die Geschichte lebendig wird. Was für ein herrlicher Gedanke. Vielleicht könnten wir uns auf eine Geistertour begeben, um ein verlockendes Erlebnis zu erleben. Geister der Geschichte vermischen sich mit dem zeitgenössischen Leben? Wie aufregend. Genau. Es wäre eine bezaubernde Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart, ähnlich wie London selbst. Lektion 13. Kulinarische Köstlichkeiten. Denken Sie, dass Restaurants in Bezug auf das Essen ausreichend Platz für vegetarische Gerichte bieten? Ich glaube, viele Restaurants sind sich der unterschiedlichen Ernährungspräferenzen zunehmend bewusst geworden. In der Tat. Erst neulich bin ich an einem neuen Ort in der Innenstadt auf eine köstliche Gemüsepfanne gestoßen. Oh, das klingt köstlich. Frisches Gemüse kann so lebendig und sättigend sein. Definitiv. Es ist eine Freude zu sehen, wie Köche Gemüse kreativ in kulinarische Meisterwerke verwandeln. Ich stimme vollkommen zu. Ein gut zubereitetes Gemüsegericht kann genauso verlockend sein wie jedes fleischige Angebot. Ich würde argumentieren, dass sie manchmal sogar traditionelle Gerichte in den Schatten stellen können.
Du bringst ein solides Argument vor. Es ist erfüllend, eine herzhafte vegetarische Mahlzeit zu genießen. Genau. Und mit der wachsenden Beliebtheit pflanzlicher Diäten werden die Optionen sicherlich zunehmen. Lektion 14. Grüne Daumen vereinen. Ich find's unglaublich erfüllend, Pflanzen wachsen zu sehen. Was ist mit dir? Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es ist eine einzigartige Freude, etwas vom Samen bis zur Blüte zu pflegen. Es fühlt sich wirklich lohnend an, wenn Sie die Früchte Ihrer Arbeit, im wahrsten Sinne des Wortes, erleben. Haben Sie bestimmte Pflanzen, die Sie gerne kultivieren? Ich habe einen kleinen Kräutergarten. Es lohnt sich, in meiner Küche Basilikum und Rosmarin aus eigenem Anbau zu verwenden. Wie herrlich! Frische Kräuter heben ein Gericht wirklich auf eine andere Ebene. Das tun sie auf jeden Fall. Was ist mit dir? Züchtest du etwas Besonderes? Ich liebe Sukkulenten. Sie sind pflegeleicht und unglaublich charmant. Sukkulenten sind herrlich. Es ist erstaunlich, wie sie unter so unterschiedlichen Bedingungen gedeihen können. Lektion 15. In der Geschichte navigieren. Es ist faszinierend, wie die Vereinigten Staaten und Kanada manchmal nicht besonders freundlich waren. Das ist es in der Tat. Doch genau dieser Grund führte zum Bau des Kanals auf kanadischer Seite. Genau. Strategische Wasserstraßen dienen oft als Kanäle sowohl für den Handel als auch, sagen wir, für diplomatische Bemühungen. In der Tat. Es ist bemerkenswert, wie sich die Geschichte entwickelt, die oft eher von einer Notwendigkeit als von gutem Willen geleitet wird. Solche Entscheidungen können die Beziehungen zwischen Nationen für kommende Generationen prägen. Unbedingt. Es ist faszinierend, wie Infrastruktur mehr sein kann als bloße Pfade. Manchmal symbolisiert sie Einheit. Ja, es wird zu einer Rettungsleine zwischen Ländern, die trotz früherer Unstimmigkeiten zur Zusammenarbeit führt. Ziemlich paradox. Nicht wahr? Historische Spannungen, die zu Möglichkeiten der Zusammenarbeit führen. In der Tat. Die Geschichte hat oft ein Händchen dafür, uns mit Ergebnissen zu überraschen. Lektion 16. Loyalität und Tapferkeit. Haben Sie jemals über die Loyalität nachgedacht, die Männer aus der Normandie während ihrer Kämpfe bewiesen haben? Es ist ein bemerkenswertes Thema. Ihr Glaube war wirklich beeindruckend, besonders inmitten solcher Widrigkeiten. Unbedingt. Ihr unerschütterlicher Glaube aneinander glich einer unzerbrechlichen Bindung, wie Klebstoff auf einer Gratwanderung. In der Tat. Es lässt einen angesichts von Herausforderungen über die Essenz von Loyalität und Liebe nachdenken. Genau. Es ist, als ob sie glaubten, dass sie gemeinsam die Widrigkeiten überwinden könnten, die sich gegen sie stellen. Wie inspirierend. Es erinnert mich an moderne Teamarbeit. Alle müssen an einem Strang ziehen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Ganz richtig. Sie haben ein Vermächtnis geschmiedet, das auf Glauben beruhte, ähnlich wie eine Familie, die sich gegenseitig durch dick und dünn unterstützt. Man kann sich nur vorstellen, wie viel Vertrauen sie sich in diesen schwierigen Zeiten entgegengebracht haben. Vertraue in der Tat. Es verwandelt gewöhnliche Menschen in Helden, nicht wahr? Lektion 17. Schatten der Geschichte. Haben Sie sich jemals mit der unglücklichen Geschichte der Sklaverei und ihren Ursprüngen befasst? Ja, es ist ein düsteres Thema, aber es zu verstehen ist entscheidend für unser kollektives Gedächtnis. Tatsächlich suchten die Plantagenbesitzer, als die indigene Bevölkerung schrumpfte, nach alternativen Arbeitskräften. Tragischerweise führte sie das nach Afrika, wo Millionen gegen ihren Willen leiden mussten.
Es ist erschütternd, darüber nachzudenken, wie eine dunkle Wolke, die die Reise der Menschheit überschattet. Das ist es wirklich. Diese Personen wurden aus ihren Häusern vertrieben, was man nicht leichtfertig ergründen kann. Ja, es erinnert eindringlich daran, wie Macht korrumpieren kann, was zu ungerechten Praktiken und menschlichem Leid führen kann. Unbedingt. Man kann nicht anders, als sich dafür verantwortlich zu fühlen, eine solche Geschichte anzuerkennen. Genau. Es ist wichtig, zukünftige Generationen zu erziehen, um zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt. Lektion 18. Die Macht des Vorteils. Haben Sie jemals beobachtet, wie scheinbar kleine Vorteile zu signifikanten Ergebnissen im Wettbewerb führen können? In der Tat. Es ist faszinierend, wie eine kleine Kante große Vorteile bringen kann. Wie ein sanftes Rutschen in einem Rennen. Genau. Stellen Sie sich einen Ruderer vor, dessen Beine ihre Kraft entfalten, während die Konkurrenten hin und her rutschen. Das klingt nach einem amüsanten Bild. Der zusätzliche Aufwand zahlt sich aus, ähnlich wie bei einer Geheimwaffe. Genau. Dieser zusätzliche Schub kann in kritischen Momenten zu einem Gewinnvorteil führen. Es erinnert mich an das Leben. Manche Menschen scheinen einfach ein Händchen dafür zu haben, ihre Ressourcen zu nutzen. In der Tat, ob im Sport oder in der Wirtschaft, es ist die intelligente Nutzung der eigenen Stärken, die zum Erfolg führt. Eine wertvolle Lektion, gewiss. Anpassung und Innovation schaffen Wege zum Erfolg. Es ist wie beim Fischen. Wer lernt, geschickt durch die Gewässer zu navigieren, fängt mehr als nur ein paar Fische. Lektion 19. Eine Wahl im Design. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, langlebige Materialien für Möbel zu wählen? Ganz richtig. Es scheint, dass die Auswahl eines geeigneten Materials den gesamten Charakter eines Raums prägen kann. In der Tat. Entscheiden wir uns für ein Set aus strapazierfähigem Holz, sollen wir? Das klingt nach einer ausgezeichneten Wahl. Denn wer legt nicht Wert auf dauerhafte Qualität? Genau. Außerdem altert Holz wunderbar, ähnlich wie ein guter Wein. Und es verleiht jedem Raum eine natürliche Wärme und schafft eine einladende Atmosphäre. Können Sie sich vorstellen, Gäste mit eleganten Holzmöbeln zu bewirten? Oh, das wäre eine tolle Szene. Ein herrlicher Gesprächsstarter. Darüber hinaus bedeutet Haltbarkeit Wert. Sie investieren in ein zeitloses Stück. Lektion 20. Fairness bei der Arbeit. Haben Sie jemals über die Lohnunterschiede in unserer Gesellschaft nachgedacht? Es ist ein ziemlich dringendes Problem. Beispielsweise verdienen Frauen bei gleicher Arbeit tendenziell deutlich weniger als Männer. Wie entmutigend. Die Tatsache, dass Frauen in der Regel 68 Cent für jeden von Männern verdienten Dollar verdienen, ist alarmierend. In der Tat, es erinnert daran, sich für Fairness an allen Arbeitsplätzen einzusetzen. Unbedingt. Es geht darum sicherzustellen, dass alle Personen für ihre Beiträge belohnt werden, unabhängig vom Geschlecht. Ein faires System fördert die Produktivität, ähnlich wie zufriedene Arbeitnehmer dazu neigen, bei ihren Aufgaben hervorragende Leistungen zu erbringen. Genau. Warum sollte sich jemand unterbewertet fühlen? Es mindert die Moral und hemmt das Wachstum. Was könnte also nützlicher sein, als diese Ungleichheiten zu erkennen und zu bekämpfen? Einverstanden. Wir müssen eine Kultur der Transparenz und Fairness für alle Arbeitnehmer schaffen. Lektion 21. Die Tiefen der Natur. Wussten Sie von Badwater Basin? Es ist wirklich ein bemerkenswertes Naturphänomen.
Ja, er wird oft als Boden des Death Valley Nationalparks bezeichnet. So eine dramatische Bezeichnung. In der Tat. Es ist der tiefste Punkt der westlichen Hemisphäre, der einen beachtlichen Anblick bietet. Wer hätte gedacht, dass es in Kalifornien solche Extreme gibt? Der Kontrast ist verblüffend. Es ist faszinierend, über die Fähigkeit der Natur nachzudenken, so vielfältige Landschaften zu schaffen. Unbedingt. Die Tatsache, dass es unter dem Meeresspiegel liegt, ist erstaunlich. Die Natur hat ein Gespür für das Theatralische. Ganz richtig. Es hat auch einzigartige biologische und geologische Implikationen. In der Tat stellt es unser Verständnis des Lebens unter extremen Bedingungen in Frage. Jedes einzigartige Merkmal trägt zur Geschichte unseres Planeten bei, nicht wahr? Lektion 22. Kulturelle Verbindungen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie das Verständnis verschiedener Kulturen unsere Interaktionen verbessern könnte? Unbedingt. Es ist faszinierend, wie das Eintauchen in eine andere Kultur zu tieferen Verbindungen führen kann. Ich stimme zu. Welche Strategien würden Sie anwenden, um sich einer neuen Kultur zu nähern? Ich würde wahrscheinlich damit beginnen, mich mit lokalen Bräuchen und Traditionen zu beschäftigen. Das scheint unerlässlich zu sein. Das ist ein brillanter Ansatz. Vielleicht hilft es auch, ein paar Sätze in Ihrer Sprache zu lernen. Genau, nichts bricht das Eis so sehr wie ein freundliches Hallo in der Muttersprache. Genau. Hast du diese Methode schon einmal ausprobiert? Hab ich. Während einer Auslandsreise löste mein Versuch, die Einheimischen auf Spanisch zu begrüßen, Gelächter und Wärme aus. Es scheint, dass Humor auch eine hervorragende Brücke ist. Haben Sie noch andere Vorschläge im Sinn? Lektion 23. Eine historische Perspektive. Haben Sie jemals über die Kulturlandschaft Kaliforniens im 19. Jahrhundert nachgedacht? Es ist faszinierend. Soweit ich weiß, lebten dort vor der amerikanischen Kontrolle einige Mexikaner. In der Tat. Der Wandel in den 1840er Jahren muss für die lokalen Gemeinschaften ziemlich dramatisch gewesen sein. Ganz gewiss. Man fragt sich, wie sich die Mexikaner an diesen Regierungswechsel angepasst haben. Genau. Die Vermischung der Kulturen in dieser Zeit prägte die Identität Kaliforniens. Das ist wahr. Es muss eine komplexe Erfahrung gewesen sein, die Tradition mit der neuen politischen Realität in Einklang zu bringen. Es war, als würde man sich an ein neues Rezept anpassen und gleichzeitig einige der wertvollen alten Zutaten beibehalten. Sehr gut ausgedrückt. Wie wirkt sich dieser historische Kontext Ihrer Meinung nach auf das moderne Kalifornien aus? Gute Frage. Die reiche Mischung der Kulturen beeinflusst weiterhin Kunst, Musik und Küche. Lektion 24. Rauchsignale. Haben Sie jemals über die gesundheitlichen Auswirkungen von Passivrauchen nachgedacht? Es ist in der Tat ein besorgniserregendes Thema. Es scheint, dass es noch schlimmer sein kann, als direkt zu rauchen. Genau. Es ist ziemlich alarmierend zu denken, dass man schädliche Auswirkungen haben könnte, wenn man nur in der Nähe ist. Es ist ziemlich unfair. Was deutet darauf hin, dass wir uns jetzt an den Entscheidungen anderer orientieren müssen? In der Tat, es ist so, als würde man am Lagerfeuer tanzen, ohne sich zu verbrennen. Eine perfekte Analogie. Die Gefahren werden oft unterschätzt. Genau. Oft ist den Menschen nicht bewusst, dass Passivrauchen zu ernsten Gesundheitsproblemen führen kann. Es scheint unerlässlich, das Bewusstsein für diese versteckte Gefahr zu schärfen. Zweifellos. Bildung sollte eine Priorität für Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit sein. Lektion 25.
Wachsende Popularität. Haben Sie bemerkt, wie Gruppen in letzter Zeit immer beliebter werden? Das habe ich auf jeden Fall. Es scheinen Zusammenkünfte zu sein, die Gemeinschaft und Verbindung fördern. Genau. Das sind oft kleine Gruppen, die sich in Privathäusern treffen, oder? In der Tat. Sie bieten Gleichgesinnten einen intimen Raum, um Kontakte zu knüpfen. Es ist eine moderne Variante des Gemeinschaftslebens. Was glaubst du, treibt ihre Popularität an? Ein Faktor könnte der Wunsch nach sinnvollen Verbindungen in diesem digitalen Zeitalter sein. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Interaktionen von Angesicht zu Angesicht sind oft weitaus erfüllender. Unbedingt. Es vermittelt ein Zugehörigkeitsgefühl, das Online-Foren möglicherweise fehlt. Ganz richtig. Es ist faszinierend, wie aus diesen Zusammenkünften Freundschaften und Kollaborationen entstehen können. Lektion 26. Majestätische Ausblicke. Erinnerst du dich an unsere kürzliche Wanderung zur Grand Visa Fortress? Wie könnte ich das vergessen? Die Aussicht von oben war absolut atemberaubend. In der Tat. Es fühlte sich an, als wären wir auf dem Gipfel der Welt, mit der Natur, die sich weit und breit unter uns erstreckt. Die Panoramaausblicke schienen die Essenz der gesamten Gegend einzufangen. Ja. Es war eine Aussicht, die jeden Teil des Aufstiegs wert Ich war. habe vielleicht den Atem verloren, aber es hat sich gelohnt, solche Schönheit zu genießen. So wahr. Entlang der Wanderung stießen wir auch auf eine Vielzahl von Landschaften. Ich mochte besonders die lebendigen Wildblumen, die den Weg säumen. Eine herrliche Berührung. Sie haben unserer Reise Farbe verliehen. Lektion 27. Kulinarische Köstlichkeiten. Haben Sie jemals das berühmte florentinische Steak probiert? Ich habe davon gehört, muss es aber noch erleben. Was macht es so besonders? Es ist bekannt für seinen exquisiten Geschmack und seine zarte Textur. Ich empfehle dringend, es auszuprobieren. Es klingt schon herrlich. Gibt es bestimmte Orte, die Sie für dieses kulinarische Abenteuer empfehlen? Unbedingt. In Florenz gibt es einige hervorragende Trattorien, die es perfekt zubereiten. Das werde ich mir notieren. Servieren Sie irgendwelche Beilagen zum Steak? In der Regel wird es von Bratkartoffeln und einem herzhaften Salat begleitet, was das Gesamterlebnis verbessert. Ziemlich verlockend. Es scheint die perfekte Kombination von Aromen zu sein. In der Tat. Es ist wichtig, jeden Bissen zu genießen, um ihn in vollen Zügen genießen zu können. Lektion 28. Aroma-Abenteuer. Sind Sie schon einmal in ein Café gegangen und haben sich vom Duft frisch gerösteter Bohnen verzaubern lassen? Oh, absolut. Der Geruch ist berauschend und zieht dich an wie eine Motte zu einer Flamme. Richtig? Es weckt auch Neugier auf verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich würde heute gerne eine neue Geschmacksrichtung ausprobieren. Irgendwelche Empfehlungen? Wie wäre es mit dem äthiopischen Jirga-Scheffe? Es hat fruchtige Noten, die sehr herrlich sind. Das klingt verlockend. Ich werde es versuchen. Und wie wäre es, irgendwann an einer Kaffeeverkostung teilzunehmen? Das ist eine spannende Idee. Ich würde gerne etwas über Geschmacksprofile lernen. Fantastisch. Es klingt, als würden wir zusammen ein kulinarisches Abenteuer erleben. Lektion 29. Aktiver Lebensstil. Ich habe kürzlich erfahren, dass Yoga- und Aerobic-Kurse an lokalen Orten angeboten werden. Wirklich? Das klingt nach einer ausgezeichneten Möglichkeit, aktiv und engagiert zu bleiben. In der Tat. Sie bieten 2-mal pro Woche Kurse an, viele Möglichkeiten daran teilzunehmen. Ich könnte erwägen, Yoga auszuprobieren.
Es scheint eine beruhigende Erfahrung zu sein. Das ist es wirklich. Außerdem hilft es bei der Verbesserung von Flexibilität und Achtsamkeit. Perfekt. Es kann auch meine Naschkatzen ausgleichen. Und Aerobic kann eine unterhaltsame Art sein, das Herz höher schlagen zu lassen. Klingt berauschend. Ich werde mit dir zu einem dieser Kurse kommen müssen. Du bist immer willkommen. Fitness macht in der Regel mehr Spaß mit Freunden. Lektion 30. Gastlichkeit. Wir hoffen, dass Ihr Aufenthalt bisher angenehm war. Danke. Ich muss sagen, es war herrlich. Die Gastfreundschaft hier ist wirklich bewundernswert. Das freut mich zu hören. Bitte zögern Sie nicht, mich wissen zu lassen, wenn Sie noch etwas benötigen. Das weiß ich zu schätzen. Jemanden zu haben, der auf die Bedürfnisse achtet, verbessert das Erlebnis wirklich. Es ist unerlässlich. Schließlich kann ein positives Umfeld einen großen Unterschied machen. In der Tat. Es gibt den Ton für einen unvergesslichen Aufenthalt an. Genau. Ich denke, es sind die kleinen Dinge, die in Bezug auf Komfort am wichtigsten sind. Gut gesagt. Ich werde dieses Angebot auf jeden Fall annehmen, wenn es nötig sein sollte. Bitte tu es. Ich möchte sicherstellen, dass Ihr Besuch so angenehm wie möglich ist. Lektion 31. Innovation im Laufe der Geschichte. Haben Sie bemerkt, wie Innovation unsere Gesellschaft ständig geprägt hat? Sehr wohl. Es scheint, dass jede Ära neue Fortschritte mit sich bringt, die das Dasein neu definieren. In der Tat. Roosevelts Alphabet-Programme und Trumans Initiativen führten zu zahlreichen Veränderungen in Politik und Gesellschaft. Es ist faszinierend, wie jedes Programm darauf abzielte, innovativ zu sein und sich an die Realitäten seiner Zeit anzupassen. Sehr wahr. Diese Programme spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen die Gesellschaft konfrontiert ist, und zielen darauf ab, sie kreativ anzugehen. Ich bewundere, wie selbst historische Persönlichkeiten die Bedeutung der Anpassung erkannt haben. Genau. Sie verstanden, dass Fortschritt von der Fähigkeit abhängt, kontinuierlich innovativ zu sein. Es zeigt den Wert einer zukunftsorientierten Denkweise in der Unternehmensführung. Unbedingt. Vielleicht können wir aus den Lehren der Geschichte lernen, wenn wir uns in der Gegenwart zurechtfinden. Lektion 32. Grundlagen der Vereinbarung. Bei der Ausarbeitung der Vereinbarung sollten wir sicherstellen, dass alle Bedenken gründlich berücksichtigt werden. Das ist ein gutes Argument. Wir sollten auch die damit verbundenen Zeitpläne berücksichtigen. Genau. Zeitpläne können den Fortschritt des Projekts erheblich beeinflussen. Und klare Fristen helfen allen, Rechenschaft abzulegen, nicht wahr? Das tun sie auf jeden Fall. Es setzt die Erwartungen aller Beteiligten. Darüber hinaus halte ich es für ebenso wichtig, spezifische Verantwortlichkeiten zu skizzieren. Perfekt ausgedrückt. Es verhindert Unklarheiten, die zu Missverständnissen führen könnten. Und was ist mit den Konsequenzen, wenn die Vereinbarungen nicht eingehalten werden? Es wäre klug, diese Informationen aufzunehmen. Es stellt sicher, dass jeder versteht, welche Auswirkungen eine Nichteinhaltung der Vorschriften hat. Lektion 33. Kunstverständnis. Ich war kürzlich beeindruckt von einigen abstrakten Gemälden in der örtlichen Galerie. Oh, die waren umwerfend. Die Verwendung von Farben und Formen kann sehr faszinierend sein. Unbedingt. Es ist faszinierend, wie jedes Stück unterschiedliche Gefühle hervorrufen kann. In der Tat. Manche Teile versetzen mich sofort in eine andere Welt. Wie eine visuelle Reise. Haben Sie sich jemals herausgefordert gefühlt, ein abstraktes Stück zu interpretieren? Oh, viele Male.
Es kann sich anfühlen, als würde man einen Geheimcode entziffern. Genau. Was glaubst du, hat der Künstler durch diese lebendigen Farben vermittelt? Vielleicht symbolisiert es das Chaos und die Schönheit des Lebens. Das ist eine aufschlussreiche Interpretation. Es bringt einen sicherlich zum Nachdenken. Lektion 34. Sonntagsspaziergänge. Sonntags gehe ich gerne im Park spazieren. Es ist so erfrischend. Das klingt herrlich. Ein Spaziergang in der Natur kann den Geist wirklich wiederbeleben. In der Tat, die Bäume scheinen Geheimnisse zu flüstern und die Blumen sorgen für Farbtupfer. Oh, wie poetisch. Was ist dein Lieblingspark in der Gegend? Ich mag besonders die botanischen Gärten. Sie fühlen sich wie eine ruhige Oase an. Diese Gärten sind großartig. Die Vielfalt der Pflanzen ist einfach verblüffend. Ich stimme zu. Ich verliere oft das Zeitgefühl, wenn ich jede Ecke erkunde. Ähnlich wie eine Wanderung durch ein magisches Reich. Genau. Vielleicht könnten wir nächsten Sonntag zusammen einen gemütlichen Spaziergang machen. Lektion 35. In der Stadt navigieren. Hast du das neue Schild zum Bahnhof gesehen? Es ist ziemlich modern. Ja. Es fällt auf jeden Fall auf. Wie lange dauert es, von dort in die Innenstadt zu gelangen? Ungefähr 20 Minuten mit dem Zug, was ziemlich praktisch ist. Das ist durchaus vernünftig. Öffentliche Verkehrsmittel sind in der Regel besser als Autofahren in der Stadt. Unbedingt. Der Verkehr kann manchmal unerträglich sein. Und wie schön ist es, sich während der Fahrt zu entspannen, anstatt sich über das Parken Gedanken zu machen. Genau. Ich lese oft nach, während ich die Fahrt genieße. Das klingt nach produktiver Zeitnutzung. Welches Buch liest du gerade? Eigentlich ein Kriminalroman. Es hält mich auf Trab.